Das ist einer der großen deutschen Kriminalfälle. Er ist grausam, monströs. Es war eine Tat, die vor knapp 30 Jahren viele in Deutschland erschüttert hat. Am 15. September 1981 gegen 19:30 Uhr befindet sich die 10-jährige Ursula Herrmann mit ihrem Fahrrad auf dem Weg nach Hause. Sie kommt dort nie an. Da wurde die Forderung erhoben, 2 Millionen Mark zu bezahlen. Und eher durch Zufall, hat man diese Kiste gefunden. Das Landgericht Augsburg hat jetzt einen 59-jährigen Nachbarn der Familie verurteilt zu lebenslanger Haft. Ob ich ihn heute noch verurteilen würde, ich weiß es nicht. Also es sind meiner Ansicht nach Dinge nicht genug ermittelt worden. War Mazurek es oder nicht? Das ist echt die Frage. Und wenn Mazurek es nicht gewesen ist, wer war es denn dann? Stranger the echoes of this night, a hollow dream in this hollow room. Strange is the absence of the light. Mein Name ist Walter Rubach, ich bin Rechtsanwalt und im Wesentlichen seit 30 Jahren Strafverteidiger. Ich habe den Fall Mazurek übernommen im Jahr 2008 und bin seitdem in diesem Fall drin und an diesem Fall dran. Heute findet am Landgericht Lübeck eine Anhörung statt. Der im Fall Ursula Herrmann zu lebenslanger Haft verurteilte Werner Mazurek sitzt seit 15 Jahren im Gefängnis. Also ich erwarte, dass heute eine Entscheidung gefällt wird, die lautet, dass die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Das wäre nach 15 Jahren Haftzeit möglich. Eins spricht aber dagegen. Werner Mazurek beteuert bis heute seine Unschuld. Und keine Reue zu zeigen, kann ihm negativ ausgelegt werden. Wenn die Strafvollstreckungskammer zu der Meinung kommen sollte, die weitere Vollstreckung sei notwendig, dann kann das Gericht festsetzen, dass noch weitere Jahre zu verbüßen sind, bevor eine erneute Anhörung stattfindet. Mazurek behauptet, unschuldig zu sein. Sollte er freikommen, will er versuchen, dies zu beweisen. Doch wird die Richterin dem Antrag auf Freilassung auf Bewährung folgen? In München beschäftigt sich eine Frau seit 2019 intensiv mit dem Fall Ursula Herrmann. Bei der Recherche für einen Kriminalroman stößt sie auf Ungereimtheiten. Mein Name ist Christa von Bernhut. Ich arbeite seit mehreren Jahrzehnten als Journalistin und Autorin. Bei ihrer Spurensuche im Fall Herrmann spielt immer wieder ein Elite-Internat am Ammersee eine Rolle, das nur 600 Meter vom Tatort entfernt liegt. Ich habe einen persönlichen Bezug zu diesem Fall. 1,5 Jahre bevor das Verbrechen geschehen ist, war ich Schülerin dieses Internats. Die Zeit am Ammersee Ende der 70er Jahre ist für sie ein wichtiger und prägender Lebensabschnitt. Die Umgebung ein Paradies, eine heile Welt. Die ganze Erinnerung und dieser Schreck, dieser Schock, der mich ergriffen hat, obwohl ich Ursula Herrmann nicht kannte, aber ich kannte halt das ganze Umfeld. Und deswegen war das für mich eigentlich überhaupt keine Frage, mich mit diesem Fall zu beschäftigen. 2021 veröffentlicht Christa von Bernhut ihren Roman, der auf dem Kriminalfall um Ursula Herrmann beruht.
Wenn man sich länger damit beschäftigt, dann geht einem das wirklich ans Herz. Du siehst ein kleines Mädchen und du weißt, dieses Mädchen hätte erwachsen werden können. Der Fall lässt sie auch nach der Veröffentlichung ihres Romans nicht los. Die Autorin will deshalb dem Verbrechen weiter auf den Grund gehen. Ich wünsche mir, Indizien zu finden, die den Fall vielleicht noch mal in einem völlig neuen Licht erscheinen lassen. Dieser ganze Fall fand in einem Ort statt, an dem man das niemals erwartet hätte. Und zwar geht es um die Ammersee-Gegend. Das ist eine Idylle, wie man sie sich eigentlich schöner gar nicht vorstellen kann. Die Familie Herrmann wohnt im Jahr 1981 in einem der kleinen Dörfer am Nordufer des Sees. Es sind kleine Orte, sehr malerische Orte, gewachsen um einen Ortskern rum meistens. Speziell in Eching, wo die Familie Herrmann lebte. Mein Name ist Holger Sabinski-Wolf. Ich war ca. 15 Jahre lang Polizei- und Gerichtsreporter bei der Augsburger Allgemeinen und bin circa um das Jahr 2005 das erste Mal mit dem Fall Ursula Herrmann in Berührung gekommen. Seitdem hat mich der Fall nie wieder losgelassen. Man kannte sich im Ort und dass außer einem Einbruch vielleicht mal oder so ein Verbrechen in der Art geschehen könnte, ist völlig unvorstellbar gewesen. Im Jahr 1981 ist Ursula Herrmann 10 Jahre alt und gerade aufs Gymnasium gewechselt. Die Ursula war ein ganz heiteres, ein durch und durch einmal fröhliches Kind. Und das war einfach ein Sonnenschein. Mein Name ist Michael Hofstetter, ich bin Dirigent und ich habe einen Teil meiner Jugend am Ammersee verbracht. Die Familie Herrmann äußert sich in der Öffentlichkeit nicht mehr zum Fall. Michael Hofstetter kennt die Familie gut. Er war damals mit Ursulas älterem Bruder Michael befreundet und häufig bei den Herrmanns zu Gast. Sein Vater war Lehrer, aber eben ganz musikalisch und musikliebend. Und die hatten Schafe und mit Apfelbäumen vorm Haus und also einfach so in einer Art Paradies. Am 15. September 1981, das war der erste Schultag nach den großen Ferien, ein Dienstag. Die Ursula hat die Schule besucht, ist dann noch zu ihrer Turnstunde gegangen am Nachmittag in Schondorf und hat dann noch in Absprache mit ihren Eltern zu Abend gegessen bei ihrer Tante in Schondorf. Die Mutter oder Vater riefen an und haben gesagt, Leute, schickt jetzt bitte mal die Ursula nach Hause. Die Ursula hat aber einfach noch so ein bisschen getrödelt, also jedenfalls es wurde so 7:30, vielleicht sogar ein bisschen später als 7:30. Ursula fuhr los. Und dieser Radweg, der zieht sich also relativ nahe am See lang und auf der Landseite ist ein Waldgebiet. Und so um 7:55 oder so muss es gewesen sein, dass die Mutter plötzlich sagte, was ist denn jetzt los? Wieso ist die Ursula nicht da? Und sie rief also sofort bei ihrem Schwager und ihrer Schwägerin an und hat gefragt, was ist los? Wieso ist die Ursula nicht da? Wo ist die? Und die haben gesagt, du, die Ursula, die ist schon längst weggefahren. Die müsste längst da sein. Dann wurde sofort die Polizei alarmiert und die Polizei hat auch sofort reagiert. Es kam wirklich mehr als eine
Bei der Suche helfen auch Nachbarn und Freunde. Also vermutet wurde erstmal, dass sie irgendwie im Weingarten gestürzt ist oder so. Gegen 23 Uhr macht ein Polizist im Wald einen Fund. Wenige Stunden nach dem Verschwinden von Ursula haben die Sucher dann das rote Fahrrad im Wald gefunden. Das war natürlich so der erste Moment, wo man gesagt hat, oh, jetzt, da muss irgendwas passiert sein. Das Kind war verschwunden, blieb auch verschwunden, bis dann am nächsten Tag die ersten geheimnisvollen Telefonanrufe kamen. Dann ist auch ein erster Anruf bei den Eltern Hermann eingegangen. Das ist eine ganz gruselige Sache. Sie hoben ab, der Anrufer schwieg und stattdessen hat er die Verkehrsmelodie des Radiosenders Bayern 3 abgespielt, die hier in Bayern jedes Kind kannte damals. Solche Anrufe gab es dann etliche in den Tagen darauf. Niemand spricht. Die Familie und Polizei können nur vermuten, dass es sich um die Entführer handelt. Warum das Tonsignal immer wieder abgespielt wird, bleibt im Dunkeln. Die Polizei hat dieses Jingle aufgenommen, mehrmals. Und das sollte später nochmal sehr wichtig werden und Mazureks Freiheit kosten. Dann kam dann ein Erpresserbrief an bei den Eltern, wo eine Lösegeldforderung über 2 Millionen Mark erhoben wurde. Mit diesem Brief war natürlich klar, dass es sich um eine Entführung handelte. Es kam ein zweiter Erpresserbrief, in dem im Wesentlichen drin stand, sie haben zugestimmt zu bezahlen. Die Erpresserbriefe, die bei der Familie Hermann eingegangen sind, die waren schon sehr speziell. Zunächst mal, wie man sich es im schlechten Film vorstellt, ausgeschnitten aus Buchstaben und Wörtern aus Zeitungen zusammengesetzt. Die Polizei untersucht die Briefe auf Spuren. Doch das karierte Papier ist ein Massenartikel und die Wörter stammen aus Zeitungen, die bundesweit verbreitet werden. Die Analyse bringt die Ermittler nicht weiter. Ursulas Vater leiht sich die geforderten 2 Millionen Mark bei wohlhabenden Bekannten und Nachbarn. Alle Hoffnung liegt nun darauf, dass das Mädchen nach der Lösegeldübergabe freikommt. Immerhin, das Geld war da und nun dachte man, jetzt passiert etwas. Es passierte aber nichts. Nach dem Brief haben sich die Erpresser nicht mehr gemeldet und die Eltern haben verzweifelt gewartet. Nachdem der Kontakt zu den Entführern abgebrochen ist, wird die Suche im Wald nach Ursula Hermann wieder aufgenommen. Am 19. Tag nach dem Verschwinden von Ursula haben die Suchtrupps dann auf einmal sind auf etwas gestoßen im Waldboden. Einer der Suchenden hat dann da angefangen zu graben und ist dann relativ rasch auf diese Gefängniskiste gestoßen. Die Kiste war mit 7 Riegeln verriegelt, also der Deckel ließ sich aufklappen. Und in dieser Kiste saß dann das tote Mädchen.
Kiste wurde von den Entführern speziell hergerichtet. Also es gab eine Sitzgelegenheit, es gab einen Toiletteneimer, es gab Lebensmittel, es gab Wasser und so Fruchtsaftgetränke. War schon so hergerichtet als Gefängnis, in dem das Kind dann mehrere Tage überleben hätte sollen. Und es war außen an der Kiste eine Art Rohrsystem angebracht, das wohl zur Belüftung dienen sollte, das aber nicht funktionsfähig war. Und das Mädchen ist einfach an Sauerstoffmangel erstickt. Nach dem Fund werden anscheinend Fehler bei der Spurensicherung gemacht. Der Tatort offenbar nicht abgesichert. Ein Ermittler gibt zu Protokoll, dass berechtigte Personen an der Fundstelle waren, sowie eine nicht mehr näher eingrenzbare Anzahl von Angehörigen der Durchsuchungseinheit, Pressevertreter und letztlich Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, welche die Kiste schließlich ausgruben. Dadurch, dass so viele gesucht haben, waren sehr viele Polizisten da. Es ist vielleicht verständlich, dass die da, man kann es leider nicht anders sagen, rumgetrampelt sind. Also sprich, es gab einen Ermittler, der später gesagt hat, das war die reinste Spurenvernichtungsmaschine. Und das prägt natürlich diesen Fall bis heute, weil man so viele Spuren hätte vielleicht finden können und die aber da allesamt vernichtet wurden. Erst Jahrzehnte später finden Ermittler doch noch eine winzige Spur. Einen DNA-Abdruck auf einer Schraube der Kiste. Führt er zum Täter? Auf Anfrage von ARD Crime Time will sich das LKA Bayern heute nicht mehr zu Verlauf und Qualität der damaligen Spurensicherung äußern. Sie verweisen auf das rechtskräftige Urteil, in dem alle Beweise gewürdigt worden seien. Nach dem Fund der Kiste werden die Eltern und Geschwister über Ursulas Tod informiert. Es ist ein Sonntag und die Familie kommt gerade von einem Gottesdienst. Ich glaube, es war eine Form von Fassungslosigkeit und Trauer. Aber es waren auch sehr in einem tieferen Sinne auch gläubige Menschen. Ich glaube, das war eigentlich dann die einzige Möglichkeit, damit umzugehen und wie jemand, aus welchem dümmsten und niederträchtigsten Vorsatz auch immer, in das Leben einer so glücklichen Familie so irreparabel eingreift. Es ist unverzeihlich. Heute entscheidet das Landgericht, ob der verurteilte Werner Mazurek nach 15 Jahren auf Bewährung entlassen wird. Das Ergebnis der heutigen Anhörung ist, dass Herr Mazurek zum 7.6. entlassen werden soll. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass ein zu lebenslanger Haft Verurteilter, der die Tat leugnet, nach 15 Jahren freikommt. Umso überraschender ist der Ausgang dieser Anhörung. Dieser Tag ist für mich an sich kein freudiger Tag. Ich freue mich natürlich für Herrn Mazurek, dass er auf freien Fuß kommt. Nur ich habe im Hinterkopf, wie er natürlich noch viel mehr als ich, 15 Jahre Haft hatte hinter sich. Und nach dem, was wir wissen, saß er zu Unrecht in Haft. Also es ist immer schon klar gewesen, Herr Mazurek wird weitermachen und wird versuchen nachzuweisen, dass er nicht der Täter war.
Mein Name ist Werner Mazurek. Ich wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt für ein Verbrechen im Fall Ursula Herrmann, das ich nicht begangen habe. Werner Mazurek behauptet weiterhin, er sei unschuldig. Nun will er dafür Beweise finden. Seit einem Sturz im Gefängnis sitzt er im Rollstuhl. Eine Unterstützerin hat ihm bei der Suche nach einer behindertengerechten Unterkunft geholfen. Mit der Wohnung habe ich Glück gehabt, die wurde mir organisiert. Aber jetzt geht der ganze Behördenkrieg los. Für allen Tralala brauchen wir einen Termin. Es ist alles zäh, es ist nicht mehr so wie früher. Werner Mazurek kämpft sich durch die Fallakten. Schon als er noch im Gefängnis saß, nahm unerwarteterweise Ursulas Bruder Michael mit ihm Kontakt auf. Selbst der Bruder des Opfers, Michael Herrmann, glaubte dann nicht mehr an die Schuld Mazureks. Er sagt halt, dass das einfach nicht ordentlich ermittelt wurde. Michael Herrmanns Recherchen sollen in den Jahren nach dem Urteil tatsächlich zu einer neuen Spur führen. Nur wenn es Werner Mazurek und seinem Anwalt gelingt, neue Beweise zu finden, kann es zu einem Wiederaufnahmeverfahren und einem Freispruch kommen. Überlegen Sie mal, Sie werden 15 Jahre unschuldig im Gefängnis und dürfen als Erpresser und Mörder bezeichnet werden. Dann wollen Sie diesen Makel loswerden. Das ist das eine. Und das andere ist, aber das war immer im Hintergrund, ist die Haftentschädigung. Ja? Die ist ja für 15 Jahre, es sind 550.000 €, die er bekäme. Für manche wäre das viel Geld, aber 15 Jahre dafür im Gefängnis zu sitzen, das ist dann gewiss keine Genugtuung. Werner Mazureks Verurteilung basiert zu einem großen Teil auf einem Tonbandgerät, das 2008 bei ihm sichergestellt wurde. Die Gutachterin des LKA kommt vor Gericht zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich dieses Gerät ist, von dem die Erpresseranrufe abgespielt wurden. Herr Mazurek hat eine ganz klare Aussage getroffen, dass er im Jahr 2007 auf einem Flohmarkt das Tonbandgerät gekauft habe. Könnte Werner Mazurek beweisen, dass er das Tonbandgerät erst 25 Jahre nach dem Verbrechen gekauft hat, könnte das ein Hinweis sein, dass er tatsächlich unschuldig ist. Dafür müsste er aber erstmal den Verkäufer des Tonbandgeräts finden, und dieser müsste sich auch noch an den Kauf erinnern. Werner Mazurek wird es versuchen. Ja, mein sehnlichster Wunsch für die Zukunft ist mein Beweis, dass ich die Tat nicht begangen habe, in Form eines Wiederaufnahmeverfahrens. Das ist das absolute Ziel. Christa von Bernhut fragt sich, warum traf es ausgerechnet die Familie Herrmann? Sie macht sich auf den Weg nach Eching am Ammersee, Ursulas damaligem Wohnort. Hier leben viele wohlhabende Familien. Ursulas Familie gehörte jedoch nicht dazu. Es haben so viele Sachen gegen sie gesprochen, also dass die Familie kein Geld hatte. Dann die Tatsache, dass sie ja nur ein paar Mal in diese Turnstunde gefahren ist. Und ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass es sich um eine Verwechslung handelt. Christa von Bernhut hat immer wieder mit Menschen vor Ort gesprochen. Sie erhielt Hinweise, dass ihr Verdacht stimmen könnte. Damals, als ich für meinen Roman recherchiert habe, habe ich eine Freundin getroffen und sie sagte zu mir, ja, das Verrückte ist, dass wir damals in unserer Familie alle gedacht haben, dass das unter Umständen ein Familienmitglied von uns sein könnte, und zwar mein kleiner Bruder. Der Sohn der Familie sah der Ursula zumindest von Weitem sehr ähnlich. Also er war schmal, er hatte blonde, kurze Haare, so wie Ursula damals eben auch. Er war im ähnlichen Alter und er fuhr regelmäßig
durch den Weingarten. Doch kann das sein? Fakt ist zumindest, Ursula hatte sich wenige Tage vor der Entführung die Haare kurz schneiden lassen. Sie sah also anders aus als auf den Fotos, die später veröffentlicht wurden. Und noch ein Punkt fällt Christa von Bernhut auf. Es gibt eine Verbindung des Jungen zum nahegelegenen Elite-Internat. Dieser Bruder ging auf dieses Internat und es war seltsam, dass diese Spur so gar nicht verfolgt wurde. Das Schulgeld für das Internat betrug mindestens 2000 D-Mark monatlich. Die meisten Schüler kamen aus einem wohlhabenden Elternhaus. So auch der Bruder von Christa, von Bernhuts Freundin. Kann es ein Zufall sein, dass ein Kind entführt wird in der Nähe eines Internats, wo lauter Kinder reicher Leute sind? Und das war nur ein Punkt, der mich immer wieder in meinen Recherchen zum Landheim geführt hat. Nach dem Fund dieser Kiste mit der toten Ursula drin war das Entsetzen am Ammersee, aber auch weit darüber hinaus, eigentlich deutschlandweit natürlich riesig. Das war gigantisch. Ich meine, hier waren es natürlich in erster Linie die Boulevardzeitungen, die das rauf und runter gespielt haben. Ne? Ich heiße Hans Holzheider, ich war viele Jahre lang Gerichtsreporter der Süddeutschen Zeitung. Es war wirklich ein Ausnahmeverbrechen, also von der Abscheu, die es erregt hat. Ja. Kurz nach dem Fund der Kiste wird von der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck eine Sonderkommission gebildet. Staatsanwaltschaft und Kripo tappen im Fall Ursula Herrmann im Dunkeln. Mit Hinweisen aus der Bevölkerung hofft die Polizei, den Tätern auf die Spur zu kommen. Wir müssen davon ausgehen, dass die Täter über sehr gute Ortskenntnisse verfügt haben, dass sie weiter verfügt haben über eine gut ausgerüstete Hobbywerkstätte, die über das Maß des Normalen hinausgeht, was die Herstellung dieser Kiste beweist. Herr Mazurek geriet unter Verdacht, weil es im LKA einen Anruf gab, einen anonymen Hinweis gab, schaut euch mal den Mazurek an, der hat Schulden, guckt euch doch mal bei dem um. Es kommen seine technischen, handwerklichen Fähigkeiten dazu. Er ist Fernsehtechniker, Elektrotechniker, also das Ganze, was man so an handwerklichen Fähigkeiten gebraucht hat, um die Kiste zu bauen. Werner Mazurek war in den 70er Jahren aus dem Ruhrgebiet an den Ammersee gezogen und hatte sich hier eine Existenz mit Frau und 2 Kindern aufgebaut. Ich habe in Eching gewohnt mit unserer Familie und in Utting hatte ich eine Firma für Video- und Anschlusstechnik. War voll integriert in der Gemeinde. Ich war im Schützenverein und damals im Festkomitee für die 800-Jahr-Feier 1980. Ich war bei der Wasserwacht. Also alles rundum in Ordnung. Morgens um 6 Uhr rumpelt es an der Tür und ich glaube 3 oder 4 Kriminalbeamte aus Fürstenfeldbruck inklusive einer Frau stehen da und begehrten Einlass. Das war eine Katastrophe. Zunächst mal konnte er kein Alibi für die Tatzeit vorweisen. Also das waren lauter Umstände, die ließen es wohl möglich erscheinen, dass er es gewesen sei. Er wohnte in der Nachbarschaft. Dann ging man in seine Werkstatt, ich glaube, er hatte sogar mehrere Werkstätten, und guckte sich das alles an. Der Ermittlungsbericht der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hält das Ergebnis fest. All diese Maßnahmen führten zwar zu immer neuen negativen Feststellungen im charakterlichen und wirtschaftlichen Bereich des Mazurek, letztlich aber nicht zu einem konkret nachzuweisenden Tatverdacht. Ja, da ist nichts. Ja.
Da gibt es keine Fakten. Das war alles bloß Blabla und keine Tatsachen und keine Fingerabdrücke und was. Ja, er hat also dann nach einigen Tagen ein Alibi präsentiert. Er sei an dem fraglichen Abend mit seiner Frau und mehreren Freunden bei einem Gesellschaftsspiel gesessen und die Freunde haben das bestätigt und damit war die Sache erstmal erledigt. Das sollte nicht das Ende der Ermittlungen gegen Werner Mazurek sein. Über 20 Jahre später wird er überraschend erneut in den Fokus der Polizei geraten. In den 80er Jahren konzentrieren sich die Ermittler auf einen anderen Verdächtigen. Ein ehemaliger Polizist aus der Gegend scheint ins Täterprofil zu passen. Harald Wilhelm. Das wichtigste Verdachtsmoment gegen ihn? Seine profunde Ortskenntnis. Der war Jagdgehilfe in dem Jagdrevier, zu dem dieses Waldgebiet gehörte. Und er kannte sich natürlich dort sehr gut aus. Es gab eine Aussage, dass man seinen Wagen am Tag der Entführung gesehen hätte, an dem Parkplatz, der in der Nähe von dem Fundort der Leiche war. Der verurteilte Werner Mazurek hat zu diesem Verdächtigen eine klare Meinung. Für mich der Täter und für viele andere ist der ehemalige Jagdgehilfe Harald Wilhelm, Ex-Polizist. Handwerklich auch kein Dummkopf und hatte also die Gelegenheit. Er konnte sich da frei bewegen, er hat gewusst, wann wer da ist und nicht da ist, die ganzen Forstarbeiter. Der ist für mich der Favorit Nummer 1. Doch Beweise hat Werner Mazurek für seine Verdächtigung nicht. Gegen den Wilhelm wurde umfangreichst ermittelt, wurden Telefone abgehört, Haussuchungen gemacht. Und zum Schluss verlief sich das im Sande. Dann irgendwann, Anfang, Mitte der 80er Jahre, waren die Ermittler dann tatsächlich an einem toten Punkt angelangt. Also da ging nichts mehr. Alles, was sie verfolgt hatten, jede Spur, die sie verfolgt hatten, führte einfach ins Nichts. Also wurde zu dem Zeitpunkt aufgehört zu ermitteln. Und man glaubte wirklich zu dieser Zeit, da passiert jetzt nichts mehr. Erst 20 Jahre später nimmt der Fall eine unerwartete Wendung. Da fand man eben dieses Tonbandgerät. Und nun war ja die Phonetikerin am Landeskriminalamt seit Jahren mit diesem Fall beschäftigt. Und als sie jetzt dieses Tonbandgerät bekam, da hatte sie ein Aha-Erlebnis, weil sie erkannte diese Geräusche wieder. Damit kriegte die Sache eine völlig neue Dynamik.